Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner und begrüße Sie mal wieder zu einem Bericht über ein Spur-1-Fahrtreffen in München. Dieser wie immer etwas andere Modellbahn-Stammtisch mit Fahrzeugen im Maßstab 1:32 fand am 4. November 2022 statt. Besondere Highlights des Abends waren die ersten fahrfähigen Handmuster der bayerischen Dampflok G34H oder Baureihe 54 von KISS sowie der modernen Diesellok Voith Gravita 10 BB von Spur1 Austria. Deshalb zeige ich diese beiden Neuheiten sehr ausführlich in meinem Video. Aber auch ansonsten war an diesem Treffen mit zeitweise bis zu 60 Besuchern einiges geboten. Wer einfach nur bestimmte Loks und Züge sehen will, sollte einen Blick in den Videobeschreibungstext oder auf die Zeitleiste werfen und die entsprechende Kapitelüberschrift auswählen. Nun wünsche ich viel Spaß mit meinen Modellbahn-Stammtisch-Impressionen. Als erste Zugfahrt zeige ich jetzt eine aus Messing gefertigte Baureihe 120 von KISS mit 6 Märklin-Schnellzugwagen. Kandersteg, Koppenstein, Brieg, Florenz, Rom, Abfahrt, 22:26 Uhr, ohne Halt bis Thun. Erste Klasse nach Brieg, Sektor C. Zweite Klasse nach Brieg, Sektoren C und D. Schlaf- und Wiegewagen nach Rom, Sektoren A und B. Bevor jetzt wieder diverse Kommentare kommen, die hier zu sehende Ovalanlage mit einer Länge von 16 Metern ist eine zerlegbare Modulanlage und hat deshalb keine Oberleitung. Auf dem Gegengleis fährt gerade eine V100.20 von Märklin. Dieses Modell mit Kunststoff-Spritzgussaufbau ist zwar schon über 30 Jahre alt, fährt aber nach wie vor auf vielen Spur-1-Anlagen. Die hier zu sehende Variante als Baureihe 212 wurde mit einem ESO-Decoder ausgestattet und von Hand patiniert. Später ist dann im Video bei 24 Minuten 15 Sekunden noch eine weitere alte Märklin Diesellok zu sehen, die sogar mächtig qualmt. Jetzt komme ich zum ersten der vorhin angekündigten Highlights des Fahrtreffens. Tom Steiner von BS Modellbahn hat 2 Handmuster der Baureihe 54.15 bis 17 mitgebracht. Sie waren unmittelbar davor bei Ralf Zingrebe beim Fotoshooting für die nächste Ausgabe der Fachzeitschrift Faszination Spur 1. Die Modelle sollen in 12 verschiedenen Varianten der Epochen 1 bis 3 realisiert werden.
Hier sehen wir kurz das Epoche 2a Handmuster der Variante B dieser bayerischen Güterzuglok G34H. Und nun wird auch gleich der Transportkoffer mit dem Epoche 1c Handmuster der Variante A ausgepackt. Die Vorbilder dieser Loks wurden 1919 bis 1923 insgesamt 225 Mal gebaut. Das Vorbild dieses königsblauen Modells stammt aus dem Jahr 1921 und wurde von der Firma Kraus gebaut. Der Sandkasten und der Dom waren bei der A-Variante noch sehr nah hintereinander und befanden sich unter einer gemeinsamen eckigen Verkleidung. Die Unterschiede zwischen den beiden Varianten A und B sind gleich in einem direkten Vergleich zu sehen. Ich bin inzwischen im Werkstattbereich der Halle von Reinhold Brenner, wo gerade ein paar Spur 1 Module etwas überarbeitet werden. Hier stehen jetzt die beiden G34H hintereinander auf den Gleisen. Links nochmal die blaue Epoche 1c Variante mit der Verkleidung um den Sandkasten und den Kesseldom. Und rechts folgt die grüne Lok gemäß Epoche 2a mit den etwas weiter voneinander entfernten Kesseldomen. Nun kurz ein direkter Vergleich der beiden Loks. Bevor es gleich Probefahrten gibt, noch ein Blick in den Führerstand. Jetzt kommt eine kleine Probefahrt mit der Epoche 1c Lok in der A-Variante. Anlage blind, Anlage blind. Sei langsam, jawohl, sei langsam. Übergang gesichert, Übergang sicher, ja. Und frei, ja, frei. Abfahren, jawohl, abfahren. Bevor sich jetzt gleich jemand fragt oder mir einen Kommentar schreibt. Nein, das ist noch nicht der endgültige Sound für die G34H. Die hier gezeigten Modelle sind die allerersten Handmuster. Ihre ESO-Lok Sound XL Decoder wurden für diese Fahrversuche mit dem Sound der Elna 6 von KISS programmiert. Die Abkürzung ELNA steht übrigens für den engeren Lokomotiv-Normenausschuss, einem Unterausschuss des Allgemeinen Lokomotiv-Normenausschusses ALNA. Die Serienauslieferung der Modelle ist für den Sommer oder Herbst 2023 geplant. So, nun geht auch noch die G34H in der B-Variante in Epoche 2a Ausführung auf eine Pendelfahrt. Ausfahrt frei? Ja, Ausfahrt frei.
Inzwischen bin ich wieder in der großen Halle bei der Oval-Modulanlage von Reinhold Brenner. Bevor jetzt gleich die blaue G34H noch eine große Runde dreht, zeige ich hier ein interessantes Unikatmodell, das Otto Höchtl zum Fahrtreffen mitgebracht hat. Es handelt sich um einen 30 cm langen sogenannten Kolonialwarenwagen der Epoche 1, der aus 3D-Druckteilen gebaut wurde. Auch das Fahrwerk kommt aus dem 3D-Drucker. Die einzigen Serienteile des Modells sind Puffer der Firma Dingler und Radsätze sowie Schraubkupplungen von Märklin. Solche Kolonialwarenwagen wurden seinerzeit jeweils an Bahnhöfen ein paar Tage abgestellt und dienten dort quasi als Warenverkaufswagen für Überseeprodukte wie Kaffee, Tabak, Gewürze oder Tee. Jetzt geht dieser Kolonialwarenwagen mit der G34H auf eine kurze Rangierfahrt zum Rundfahrgleis und dann kann die Reise losgehen. Auf den Fahrtreffen in München gibt es natürlich immer gute Gelegenheit für einen Gedankenaustausch. Reinhold Brenner stellt hierzu neben der Anlage einige Biergartentische und Bänke auf. Auch diesmal sorgt er zudem für das leibliche Wohl und grillte für Vorbesteller wie der Händel, die er immer gemäß einem Oktoberfestrezept seiner Familie würzt. Nun aber wieder zurück zu den Gleisen, wo jetzt eine Baureihe 232 unterwegs ist, die auch den Spitznamen Ludmilla hat. Dieses Modell wurde von der Firma KISS im Jahr 2011 mit einem Aufbau aus Kunststoff-Spritzguss gefertigt. Auf dem Gegengleis ist ein Güterzug mit einer preußischen Epoche 1 Tenderlok der Gattung T3 unterwegs. Dieses Märklin-Modell aus Zinkdruckguss ist übrigens bereits mehr als 30 Jahre alt.
Ich komme zum zweiten Highlight des Abends. Dieses Handmuster der modernen Rangierdiesellok Gravita 10 BB hat Spur 1 Austria mitgebracht. Die Firma Voith aus Kiel baute das Vorbild in den Jahren 2008 bis 2013 insgesamt 127 Mal. Das Spur 1 Modell wird in Handarbeit aus Messing gefertigt und hat eine Länge von 491 mm. Der Loksound 5 XL Decoder dieses Handmusters wurde bereits von der Firma ESU mit dem passenden Vorbildsound programmiert. Er meldet sich gerade automatisch über das MFX Digitalprotokoll an der Märklin-Zentrale an und gleich kann die Probefahrt losgehen. Schade, an dieser Doppelkreuzungsweiche gab es bei diesem Fahrtreffen leider mehrmals Kontaktprobleme. Tja, bei der Spur 1 läuft eben auch nicht immer alles perfekt. So, jetzt geht es wieder retour ins Betriebswerk. Hier ist gleich noch schön zu sehen, wie gut die Gravita Gleisbögen und Weichen mit lediglich 1020 mm Radius bewältigt. Von der Gravita 10 BB werden übrigens nicht weniger als 15 Varianten gefertigt und die Auslieferung soll bereits um die Osterzeit 2023 erfolgen. Noch schnell ein weiteres Modell von Spur 1 Austria, das aber schon seit Sommer 2021 lieferbar ist. Und zwar eine E71.
Sie ist hier als Epoche 2 Ausführung zu sehen und wurde von einem Fahrtreffbesucher für eine kleine Probefahrt mitgebracht. Klein deshalb, weil ihr Besitzer die Lok mit sogenannten Scale-Radsätzen mit sehr niedrigen Spurgrenzen bestellt hat. Sie kann also auf dieser Modulanlage für Loks mit NEM-Radsätzen nur auf geraden Gleisen hin und her pendeln. Das Messing-Handarbeitsmodell ist 365 mm lang und wiegt knapp 3,2 Kilogramm. Die nun zum Einsatz kommende Lok ist das ziemlich am Anfang schon mal erwähnte zweite alte Märklin-Modell, das ebenfalls aufgepeppt wurde. Diese Diesellok wurde vor über 25 Jahren aus Kunststoff-Spritzguss gefertigt. Dieses Spur-1-Modell stammt aus einer vor mehr als 25 Jahren von Märklin produzierten Doppellok-Einheit mit zwei fest aneinander gekoppelten V36 Dieselloks. Sie wurden von einem Modellbahner getrennt und die hier zu sehende 236 124-4 erhielt einen Loksound 5 XL-Decoder von ESO sowie einen dazugehörigen Rauchentwickler. Zudem wurde sie umfassend mit Betriebsspuren patiniert. Jetzt fährt das 9,2 Kilogramm schwere und 72 cm lange Märklin-Modell der V320 in moderner Epoche 6 Lackierung als Bauzuglok der Firma Wiebe. Allerdings sind die beiden Rauchentwickler des Modells gerade abgeschaltet. Zu guter Letzt fährt nun noch eine NOHAB Diesellok auf der Modulanlage. Das rund 5 Kilogramm schwere Modell wurde in Kunststoff-Mischbauweise von ESO Pullman gefertigt.
So, das war's für heute. Es freut mich sehr, dass Sie diese ausführliche Reportage vom Spur 1 Fahrtreffen am 4. November 2022 in München angeschaut haben. Ich hoffe, Sie hatten Spaß daran und schauen mal wieder auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.